Ja, was gehört zum Airsoft-Spielen dazu? Klar, dieses Magazin, aber noch viel wichtiger, dass ihr eure Magazine mit BBs füttert. Die Fraktion Springer und AEG-Spieler haben es hier ziemlich leicht. Die Königsklasse, meine lieben Airsoft-Freunde, sind aber die Gas-Blowback-Waffen, die Magazine. Und meistens bekommt ihr ja auch diesen Speedloader mit dazu und hier auch noch so einen kleinen Adapter. Den setzt ihr hier auf, am besten klebt ihr ihn fest, damit ihr ihn nicht verliert. Und dann geht das hier auch zum Beispiel hier mit der VFC AK. Aber ihr hört, es ist ziemlich mühselig, hier muss ja mit Kraft richtig reingedrückt werden. Und ja, BBs verliert ihr hier ohne Ende. Und das macht einfach keinen Spaß. Das hat jetzt aber ein Ende. Dank Ace-Tech. Die haben mir nämlich heute hier diesen elektrischen Speedloader geschickt, den ich euch heute zeigen möchte. Und damit geht das tadellos. Ihr setzt hier jede GBB-Magazin ohne Probleme auf und zack, aufgeladen. 25 BBs pro Sekunde werden hier transportiert und das funktioniert mit jedem GBB-Magazin und natürlich auch hier mit hier Standard AEG. Einfach aufsetzen. Fertig. Und natürlich auch mit Entladefunktion. Und das schauen wir uns heute an. Und nicht nur mit diesen beiden Magazinen. Ich habe eine große Palette an GBB-Magazinen von GAK. Die ganze Palette. SIG 553 testen wir. GAK AK, GAK Steyr-Aug, GAK A4 und natürlich Archwig APC9. Northeast Uzi, Northeast Farmers, dann Crytek Gas, Chris Vector, dann MWS AR15 Magazine und natürlich VFC darf nicht vergessen werden mit den FN Pfahl. Wo packe ich das hier hin? Dann eine HK53, dann eine MP5, eine FN Pfahl und natürlich AR15 und sogar noch dieses Exotik-Magazin, die PPSH von VFC. Das alles werde ich hier mit diesem Speedloader testen. Ich bin gespannt, was eure Meinungen sind. Also ich bin total begeistert. Intros durch, da bin ich wieder. Ja, und lasst uns starten. Der Ace-Tech Speedloader. Obwohl, bevor ich starte, erstmal einen herzlichen Dank an die Firma Ace-Tech. Geht definitiv raus mit einem fetten Herz, denn die haben hier diesen Speedloader kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich euch den zeigen kann. Kostenlos ist auch wirklich ein gutes Stichwort, denn so richtig günstig ist dieser Speedloader hier von Ace-Tech nicht. Der kostet bei Ace-Tech selber 352 €. Ich habe auch schon mal geguckt, ob ich ihn bei Amazon beim Ace-Tech Shop finde oder hier bei einem deutschen Airsoft Shop. Auf Amazon ist er noch nicht gelistet, aber zum Beispiel Sniper S hat ihn schon gelistet für satte 450 €. Ihr seht also, das ist hier keine Anschaffung für mal eben so. Ich will mal ein bisschen easy peasy meine Magazine laden. Also hier müsst ihr definitiv schon stark überlegen, brauche ich diesen Speedloader oder brauche ich diesen Speedloader nicht. So, fangen wir an mit dem Lieferumfang. Wenn ihr euch diesen Speedloader bestellt, kommt ihr hier in diesen Karton. Dann habt ihr natürlich den Speedloader mit dabei. Dazu gibt es noch ein 12 Volt Netzteil mit einem US-Stecker. Müsst ihr euch auf jeden Fall einen Euro-Stecker noch dazu holen. Aber ihr braucht nicht unbedingt hier dieses Netzteil, weil ihr könnt ja eine 11,1 Volt LiPo-Batterie anschließen. Und das ist natürlich viel, viel cooler. Damit seid ihr auf jeden Fall transportabel auf dem Airsoft-Spielfeld unterwegs. Das ist doch nicht alles. Zum Lieferumfang gehört natürlich hier noch eine kleine Anleitung. Die lege ich hier mit dran. Und dann gibt es hier nochmal einen GBB-Pistolenadapter und ein GBB-Gewehradapter und auch nochmal für die Magazine so eine Ladehilfe, wo ihr die Feder mit unten halten könnt. Zeige ich euch aber alles, wie gesagt, nachher im Review. Wie versprochen, die technischen Daten, die blende ich euch hier an der Seite ein. Nur ein paar Highlights von mir persönlich noch. Wir haben hier diesen Speedloader im ABS Kunststoff 3D-Druckverfahren hergestellt, macht aber trotzdem, wenn ihr euch mal die Oberfläche anschaut, einen sehr qualitativen, hochwertigen Eindruck. Fässt sich auch sehr, sehr stabil und wertig an, sodass ihr auch keine Angst haben müsst, wenn ihr hier den Speedloader transportiert. Gerade
in Bezug, wenn ihr ihn mit BBs auflädt. Wir haben hier ein Leergewicht von 1540 Gramm, ein Fassungsvermögen von 12.000 BBs. Das heißt, je nach Gewichtsklasse, die ihr einfüllt, kann das richtig schwer werden. Also bei 0,2 Gramm sind es nochmal 2,4 Kilo plus, beziehungsweise bei 0,4 sogar 4,8 Kilo. Das heißt, ihr seid hier mit 6 Kilo plus unterwegs auf dem Spielfeld. Aber da ihr hier einen schönen Tragegriff hat, der auch sehr, sehr stabil ist, dürfte das alles kein Problem sein. Ja, wir haben hier eine Geschwindigkeit von bis zu maximal 25 BBs pro Sekunde. Ich denke mal, das geht vor allem hier für die AEG-Magazine und die Springer-Magazine. Bei den GBB-Magazinen kommt es darauf an, wie das Loading-Nozzle gebaut ist. Denn hier muss der Speedloader ein bisschen Druck überwinden und da denke ich, wird es etwas langsamer sein. Aber wir haben hier einen kräftigen Motor drin, sodass der auch ohne Probleme schwierige Magazine beladen kann. Auch PTS-Magazine laufen hier ohne Probleme. Stromversorgung hatte ich euch ja schon im Lieferumfang gesagt. Haben wir hier hinten die Buchse für das 12 Volt Ladeteil. Steckt ihr hier einfach rein und dann könnt ihr das zu Hause betreiben. Ich denke mal 99,999% werden eher die andere Variante verwenden, und zwar hier auf der Unterseite habt ihr hier ein Fach, nehme ich mal raus, dann habt ihr hier einen T-Stecker und dann könnt ihr einen ganz normalen LiPo-Akku, den ihr für eure Airsoft benutzt, verwenden, den hier ranstecken und dann seid ihr auf jeden Fall mobil unterwegs zum Spawnpunkt oder zum Headquarter. Das ist natürlich die bessere Eigenschaft, die ihr hier mit dem Speedloader nutzen könnt. Ja, schauen wir uns mal die Kommandozentrale von dem Ace-Tech Speedloader an. Da haben wir hier auf der linken Seite einmal das Farbdisplay und einmal den Knopf zum An- und Ausschalten. Und um die Justierung vorzunehmen, hier nochmal den Klappbügel zum Ausfahren, wenn ihr den transportieren möchtet, den Speedloader. Hier die Klappe für die BBs, um die reinzuschütten. Hier haben wir nochmal so eine Art Auffangbehälter, falls ihr mal mit BBs rumsaut, was definitiv passieren wird, damit hier nicht alles auf den Boden fällt und die BBs damit versaut sind. Hier könnt ihr also nochmal ein paar mit retten. Kommt bestimmt im Laufe des Reviews auch vor, zeige ich euch dann. Dann habt ihr hier den Punkt, wo ihr volle Spring- und AEG-Magazine wieder entladen könnt, sodass die hier wieder in das Reservoir von dem Speedloader geht. Und hier habt ihr den Punkt, wo die BBs ins Magazin gehen. So, starten wir mal den Speedloader, dazu einmal den Knopf drücken. Dann geht hier der Speedloader sofort an. Dann habt ihr hier mit dem Drehrad die Möglichkeit, euch hier durchzuhangeln. Die ersten 4 Punkte sind die Presets, die hier schon von Ace-Tech vorgegeben sind. Hier könnt ihr 50 BBs laden, 100, 150, 200. Und das ist das Coole, wir haben hier einen Counter verbaut. Das heißt, wenn ich das Magazin ansetze, dann werden jetzt hier auch wirklich nur 50 BBs reingeladen. Und es ist gerade bei GBB-Magazinen eine schöne Sache. Da könnt ihr euch nämlich immer mal ein paar BBs weniger hier einstellen, sodass hier die GBB-Magazine nicht überladen werden. Das hat nämlich zur Folge, dass manchmal die Loading-Lippe kaputt geht oder das Nozzle kaputt geht. Da könnt ihr euch das hier so einstellen, dass ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite seid. Ja, zum Einstellen ganz einfach, Knopf gedrückt halten und dann stellt ihr euch die gewünschte Menge ein. Ich gehe mal hier auf 20, dann haben wir ja gleich auch mal eine Kurzwaffenmagazinkapazität. Einmal Knopf drücken, dann ist es bestätigt. Dann könnt ihr hier weiter wandern ins Menü. Dann habt ihr hier die Möglichkeit einzustellen, wann der Speedloader in den Schlummermodus gehen soll. Einmal draufdrücken, könnt ihr euch hier die Minuten einstellen. Ich gehe mal hier auf 5 Minuten. Ja. Dann könnt ihr hier den Screen rotieren lassen, je nachdem, wie es für euch am sinnvollsten ist. Ich gehe natürlich wieder zurück, weil sonst könnt ihr wieder nichts sehen. Dann könnt ihr euch hier die Helligkeit einstellen. Ja, so ein bisschen dunkler. Ich gehe mal hier auf volle Pulle. Dann könnt ihr hier den Motor vorwärts laufen lassen. Wir sehen ja jetzt hier, dass hier gerade in dem Schacht nichts ist. Das heißt, um den gleich einsatzfähig zu machen, könnt ihr hier den Motor mal ein bisschen nach vorne laufen lassen. Ich halte mal den Finger rein, damit das hier nicht so rumsaut. Ja, da kommt, ihr seht da, jetzt saue ich hier schon rum. Und jetzt sehen wir auch den Vorteil von diesem Auffangbehälter. Das fällt jetzt nicht alles auf den Fußboden, sondern hier in den Behälter. Und dann brauche ich hier nur aufmachen und dann einfach die BBs hier wieder in das Reservoir schmeißen. Und dann bin ich auf der sicheren Seite. So, und hier genau das gleiche. Dann könnt ihr ja auch hier das alles wieder rückwärts laufen lassen. Wenn ich hier drauf drücke, ja, verschwindet die Bibi wieder. Ich gehe mal wieder nach vorne, weil wir wollen ja gleich mal beladen. So, dann könnt ihr hier den Speedloader ausschalten. Mache ich mal. Ja, dann machen wir wieder an.
denn wir brauchen den. Dann habt ihr hier oben auch nochmal eine Anzeige, wie hoch die Kapazität von eurer Batterie ist. Ihr seht, es ist vollgeladen. Und apropos vollladen, ja, nehmen wir mal hier so ein Springer-Magazin und füllen da mal 20 Schuss auf, ne? Damit ihr euch das mal angucken könnt, wie das aussieht. Einfach aufsetzen, draufdrücken. So, hier sind 20 geladen und zum Entladen einfach hier rauf und schon ist das wieder leer. So, genug Theorie, kommen wir endlich zur Praxis. Ich fange jetzt zunächst erstmal mit was ganz Leichten an, wo der Speedloader nur müde drüber lächelt, und zwar Federdruck und AEG-Magazine, denn die sind von der Öffnung identisch aufgebaut und ziemlich einfach. Ich halte mal hier so ein AEG-Magazin rein. Wir haben hier diese runde Öffnung und hier diese Haltenase, die dafür sorgt, dass die Bibis im Magazin bleiben. Wir brauchen hierfür auch keinerlei Adapter, sondern können den Speedloader so nutzen. Ich habe jetzt ein paar Presets eingestellt für euch, einmal 20, 30, 50 und 100. Fangen wir zunächst erstmal hier mit dem Tokyo Marui Shotgun Magazin an. Ich gehe mal hier auf 30, weil hier passen 30 Schuss rein. Einfach aufsetzen, reindrücken und 30 Schuss sind geladen. Fangen wir als nächstes an hier mit dem VSR 10 Magazin. Auch einfach aufsetzen. Ja, aufgeladen. Dann hier von Ares ein Sniper Magazin. Ja, ziemlich langweilig. So, jetzt haben wir hier einen AR-15 Magazin und hier gehe ich mal auf 100. Hier müssten 100 auf jeden Fall reinpassen. Und dann schaut mal, wie schnell das geladen wird. Und Start. Und fertig. Machen wir gleich mal entladen und auch ebenso schnell wieder entladen. Sonst zum Schluss nehmen wir hier noch so einen Crytek Chris. Da weiß ich nicht, wie viel da reinpassen. Nehmen wir mal 50. Und erledigt, entladen und erledigt. So, das war die Warmlaufphase. Kommen wir jetzt zur Königsklasse und das sind die Gas Blowback Magazine. Die sind unterschiedlich aufgebaut, was Form und Größe von dem Loading Nozzle hat. Von daher gibt es ja auch für jede GBB einen unterschiedlichen Adapter für den Standard Speedloader. Acetech hat versucht, mit ihren Adaptern das Maximum an Kompatibilität herauszuholen. Im Lieferumfang haben wir einmal einen Adapter für GBB Gewehre und einmal für GBB Magazine von der Pistole. Aber ich sage euch gleich, legt euch da nicht fest. Ich habe festgestellt, dass man mit den Pistolenadapter auch sehr, sehr viele Gewehre mit laden kann. Und es kommt auch vor, dass man mit dem Gewehradapter auch Pistolenmagazine laden kann. Und umgekehrt, da müsst ihr euch ja für euer Magazin halt den besten Adapter raussuchen. Dazu gibt es hier noch so eine Ladehilfe für Pistolen. Das ist eigentlich dafür da. Ich nehme mal hier, habe ich hier so ein, nehmen wir mal das Glock-Magazin. Da könnt ihr euch hier, wenn ihr wollt, hier diese Feder nehmen und das hier aufsetzen. Ja, und dann könnt ihr hier, also ob man das machen kann, das ist ein bisschen popelig, also man braucht es eigentlich nicht so reinstecken. Und dann könnt ihr euch hier damit das einfach hier, die Feder so ein bisschen runter machen, um das Laden zu erleichtern. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt hier in meinen ganzen Magazinen, die ich getestet habe, nicht einmal benötigt. Aber es ist schön, wenn es da ist. Wenn ihr ein Magazin habt, wo ihr es braucht, ist das nicht schlecht. Ja, apropos Magazine. Ich habe hier ein bisschen was für euch aufgetafelt zum Testen. Ich würde mal so sagen, eigentlich alle Standards von GBB-Magazinen, die benutzt werden von den Airsoft-Spielern. Auch mal so ein paar Exoten hier, wie von den PPSH oder auch die FAMAS, was ja nicht so verbreitet ist, oder die Northeast Uzi. Aber halt alle VFC-Magazine Standard, alle GHK Standard und Tokyo Marui MWS-Magazine, denn die, denke ich mal, sind auf jeden Fall unterwegs auf dem Airsoft-Gelände. Die Kompatibilität ist, wie gesagt, nicht zu 100%. Also es könnte durchaus sein, wenn ihr euch nachher diesen Speedloader hier holt und ihr ein Magazin habt, was nicht funktioniert, dann müsst ihr halt ein bisschen probieren, welche Adapter ihr benutzt. Auch der Winkel, wie ihr das Magazin ansetzt, das ist hier bei GBB Magazin auch entscheidend. So, genug gequatscht. Jetzt
machen wir mal die Action. Ich nehme jetzt zunächst erstmal das Pistolenadapter und stecke den hier einfach drauf. Nochmal kurz zum Zeigen. Wir haben jetzt hier Pistole. Ihr müsst immer das Magazin so aufsetzen, dass ja, das so aussieht. Also hier, da wo der Ladestreifen ist, muss immer in der Richtung sein, wo auch der Schriftzug Pistole ist. Ja, nehmen wir gleich mal als erstes hier dieses Glock-Magazin von VFC. Ich setze diesen Adapter hier ran und dann lasst das mal laufen. Ich lasse jetzt hier mal, ja, 20 Schuss, sollte reichen. Machen wir den ersten Test. Highcapper-Magazin. KWA Chris Vector. VFC AK. VFC HK53. VFC FN Fahl. Archwig APC 9. Crytek Chris Vector. VFC AR15. Tokyo Marui MWS. VFC G3. VFC MP5. VFC PPSH. Kein Problem. Northeast FAMAS. GAK Steyr Magazin. GAK M4 Magazin. GHK SIG 553 Magazin. GAK AK Magazin. Und der letzte Kandidat von Northeast, die Uzi. Ihr seht, alles kein Problem. Ich bin mega begeistert. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir uns mal hier diese Adapter an. Schauen wir uns noch das Adapter-Set an, was ihr separat bei Acetech noch erwerben könnt. Kostenpunkt 25 € auf der Acetech-Seite. Denkt dran, wenn ihr da bestellt, kommt noch Versand und Zoll hinzu, seid ihr also teurer. Sobald da auch ja, Links für euch vorhanden sind für Amazon oder für deutsche Shops, packe ich euch das in die Videobeschreibung. Wenn ihr den Adapter hier gekauft habt, dieses Set, dann ist neben diesen 4 Adapter auch noch mal so eine Halterung mit dabei, sodass ihr das hier schön sauber am Speedloader anbringen könnt. Zu den Adaptern haben wir hier einmal eine, ja, nur für die P320 das Magazin, einen Adapter. Kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich zurzeit keine P320 habe, packe ich also zur Seite. Dann habt ihr hier einen Adapter für einen Standard Pistolenmagazine, dann einen Adapter für MWS-Magazine von Tokyo Marui und hier nochmal einen Standardadapter für sonstige GBB-Gewehrmagazine. Ich ziehe mal hier so einen Adapter heraus. Ihr seht, es ist wesentlich größer hier, dieses Pistolenadapter. Set wie hier im Lieferumfang. Das ist hier nur so ein kleines, kurzes. Das große hat hier den Vorteil, ihr steckt hier das Magazin rein und habt es genau in der richtigen Position. Aber ich sage euch gleich, ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Highcapper-Magazin. Da funktioniert es ohne Probleme, setze ich hier an und passt wie eingegossen. Nehme ich jetzt hier so ein Glock-Magazin. Ja, seht ihr, kann ich das gar nicht hier richtig reinstecken, weil ja die Führung hier gar nicht richtig in das Magazin geht. Genauso hier von dem Magazin kann ich es gar nicht ansetzen, weil es viel zu breit ist.
Also hier, denke ich mal, ist dieses Adapter-Set eigentlich nur für schmale Magazine gedacht. Ich zeige euch das mal. Ich nehme jetzt hier nochmal ja, das High Capper, setze das hier rein, dass es hier sauber sitzt. Dann setze ich es an. Ja, das Schöne ist, ihr habt ja einen schönen Griff. Machen wir mal ja, 20, setzt ihr hier ein, draufdrücken. Ja, dann ist das easy aufgeladen. Ja. Geht aber natürlich auch mit den normalen. Habt ihr ja auch gesehen, ich setze es hier drauf. Nehme jetzt hier mal so ein Glock-Magazin, setze das an. Ja, geht genauso schnell. So, schauen wir uns noch die anderen Adapter an. Dann haben wir hier einmal für die Gewehre. Und hier seht ihr es genauso. Ich habe jetzt hier ein Magazin, zum Beispiel VFC. Kann ich hier reinsetzen. Passt gut. Ja, machen wir es gleich mal. Versuchen wir mal zu laden. Ja. Dann habe ich aber zum Beispiel hier von der VFC HK53. Kann ich nicht ansetzen, ist viel zu breit. Also auch hier müsst ihr genau überlegen, was ihr für Magazine im Einsatz habt. So, nehmen wir das MWS-Magazin. Da habt ihr extra diesen Adapter. Setze ich hier mal drauf. Ja. Halten, draufsetzen. Ups, oh, muss man natürlich auch richtig gerade aufsetzen. So, richtig gerade aufsetzen und dann ja, legt sich das auch auf. Also ihr seht, man muss es nicht unbedingt haben, zumal man weiß nicht, wie der Preis jetzt hier in Deutschland sein wird wahrscheinlich dann bei 35 € sein. Meine Tendenz geht dazu, nimmt einfach die Adapter, die mit im Lieferumfang sind. Und dann sind wir mit dem Review durch. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt ausgehalten, denn ich würde jetzt zum Schluss gerne noch mein persönliches Fazit und die Kaufempfehlung rausgeben. Fazit, also mit dem Speedloader von Ace-Tech habt ihr was in der Hand, wo ihr eigentlich rundum glücklich seid. Gerade GBB-User werden dieses Ding hier abfeiern, da man ja nahezu alle GBB-Magazine mit beladen kann. Ich habe jetzt hier alles auf den Tisch gehabt, was ich schnell erreichen konnte und es hat alles funktioniert. Worauf ihr achten müsst, halt, ihr habt diese zwei Adapter hier mit im Lieferumfang. Welcher Adapter hier am besten für welches Magazin funktioniert, müsst ihr halt erstmal selber rausfinden. Dann ist es auch interessant, mit welchem Winkel ihr das Magazin aufsetzt. Ich nehme hier mal so ein, ihr könnt es ja wie gesagt gerade aufsetzen, ein bisschen schräger oder so. Das müsst ihr halt für euch selber rausfinden. Aber wenn ihr das einmal im Kopf habt, geht das easy peasy. Von daher, das Adapter-Set braucht ihr nicht unbedingt. Toll finde ich auch, dass ihr hier die Möglichkeit habt, euch Presets zu setzen mit der Kapazität. Sodass ihr ganz schnell einstellen könnt, ja, Pistolenmagazin, weiß ich nicht, 20 Schuss, zack, lädt ihr auch 20 Schuss rein, ohne darüber nachzudenken, dass ihr ja eventuell in Gefahr seid, hier das Magazin zu überladen. Können manche GBB-Pistolen nicht so verkraften oder Gewehre. Denke ich jetzt zum Beispiel an das FAMAS. Da muss man immer 2 BBs weniger laden als die angegebene Kapazität, damit das Gewehr einwandfrei funktioniert. Und da seid ihr mit dem Speedloader auf jeden Fall hier von Ace-Tech auf der sicheren Seite. Ja, AEG Springer Front, ja, die haben überhaupt gar kein Problem. Aufsetzen, Laufladen, aufsetzen, entladen, alles kein Ding. Ihr habt einen Akkufach, wo ihr einen 11,1 Volt LiPo reinpacken könnt. Hält ewig. Ihr habt eine Kapazität von 12.000 BBs, reicht auch ewig. Eine Geschwindigkeit von 25 BBs pro Sekunde ist auch ratzfatz. Da hält kein anderer Speedloader hinterher. Und von daher absolut cool. Negativpunkte, was ich bei diesem Speedloader habe, sind nur so ein paar kosmetische Geschichten. Zum einen, wir haben hier im Lieferumfang hier diese Adapter und auch hier nochmal diese Ladehilfe. Das ist alles loses Material, was man verlieren kann. Es wäre toll, wenn man hier irgendwie so ein Fach hätte, wo man das unterbringen könnte. Zum Beispiel könnte man das Batteriefach ein bisschen größer machen oder nochmal separieren, dass man hier die Adapter runterbringen kann. Ansonsten als Tipp, ja, müsst ihr bloß dran denken, macht ihr hier einfach hier die Klappe auf, wo die BBs reinkommt und dann könnt ihr hier die Adapter einfach so reinschmeißen. Müsst ihr natürlich dran denken, dass ihr das gemacht habt, sonst könnte es hier vielleicht zu einem Jam kommen beim Laden. Ansonsten, was auch noch ganz cool wäre, man kann jetzt hier zwar die BBs per Menü hier auch wieder zurückführen ins Reservoir. Aber wenn ich jetzt das Gewicht wechseln möchte, kann ich das hier schwer ausschütten. Ich kann es ausschütten, aber es gibt definitiv eine tierische Sauerei.
Von daher wäre es cool, wenn man hier nochmal wie so eine Art Klappe hätte, die man aufklappen kann, um ja, die BBs wieder vielleicht in so ein Trichterformat wieder zurückzuführen, hier in so einen Behälter, sodass ich jetzt hier ja, von 0,2 auf 0,4 Gramm BBs wechseln kann oder auf Tracer BBs wechseln kann. Das ist doch was ich hier bei diesem Teil noch vermisse. Ansonsten, ja, eierlegende Wollmilchsau. Richtig cool. Ja, kommen wir zu meiner Kaufempfehlung. Und die ist stark abhängig wirklich vom Kaufpreis. Ich habe gesagt, 450 € kostet hier dieser Ace-Tech Speedloader. Und, aber ich sehe mehr, ja, diesen Speedloader mehr so an Airsoft-Teams. Ja? Welche, die in der Gruppe immer zum Airsoft-Spielen gehen, die können sich so einen Speedloader locker kaufen, können sich ja, das Geld teilen. Dann habt ihr das Vorteil, ihr habt den Speedloader am Spawnpunkt, wenn ihr getroffen seid, könnt ihr eure Magazine schnell nachladen oder halt auch im Headquarter. Ja? Man stelle sich vor, das Headquarter wird angegriffen, nimmt er hier den Tragegriff, schleppt hier den Speedloader an die Front. Ja? Einer ist nur dabei, immer die Magazine schnell nachzuladen, um seine Mitspieler damit auszurüsten, damit die hier den Angriff stoppen können. Also perfekt, ja. Dann sehe ich das auch noch für Airsoft-Gelände an sich am Schießstand, wenn jemand mal schießen will oder ein paar Waffen mal vorgestellt werden können. Für Shops zum Beispiel auch, die einen Schießstand haben, ist es auch eine tolle Anschaffung, um ganz schnell mal die Magazine zu laden bzw. zu entladen. Ansonsten, ja, für mich als verrückter Sammler, gerade für Gas-Blowback-Sammler, die sich nicht ärgern wollen, wie nun ich das Magazin laden muss, ohne dass ich hier alles rumsaue, für die ist das natürlich auch was. Ja, ansonsten, ja, denke ich mal, bin ich am Ende. Ich hoffe, euch hat das Review hier gefallen. Mir hat es mega gefallen, weil einfach mal so ein Magazin nachzuladen ist hier richtig cool. Jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von den Speedloader? Schreibt das rege mal in die Kommentare unten rein, wenn ihr diesen sogar schon haben solltet. Dann schreibt es auch unten mal rein, was sind eure Erfahrungen, welche Magazine funktionieren, welche funktionieren nicht. Vielleicht kann man so eine Liste erstellen unten in den Kommentaren, wo man die Kompatibilität so langsam auffüllen kann. Würde ich dann ergänzen immer in die Videobeschreibung, sodass man da auch mal einen guten Anhaltspunkt hat, ob das was für einen ist. Aber wie gesagt, für die Standardgeschichten, GAK, VFC, Tokyo Marui, alles gar kein Problem. So, das war's von mir gewesen. Jetzt hören wir aber endlich auf. Ja, ich weiß nicht, wie lange dieses Video geworden ist. Ich hoffe, euch hat das hier Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Bleibt mir bis dahin alle gesund. Macht's gut. Euer Bruce.